Hallo, mein Name ist Rainer Hoffellner. Ich bin seit 2015 Markenbotschafter der Firma Marabu. Und wir haben ein komplett neues Produkt, wo ich euch gerne zeigen möchte. Es ist das Sortiment Green. Es sind Alkyd-Farben auf Wasserbasis, also auch wasserlöslich. Zu 92% aus natürlichen Inhaltsstoffen und vegan. Ich möchte euch heute ein paar einfache Anleitungen zeigen und dann seht ihr einfach mal, wie einfach die Farben sich verarbeiten lassen und vielleicht sind ein paar gute Ideen dabei, wo ihr vielleicht zu Hause nachmachen wollt. Ich empfehle bei einer Kodierung oder wenn wir den Hintergrund machen, einfach einen breiten Pinsel. Ich nehme einen trockenen Pinsel und ich beginne an der Kante. Schön flächig drüber, auch satt, dass ich keine Ansätze habe. Ich habe jetzt erst die Kanten lackiert. Das gehe ich einfach längs und ihr seht schon, wie satt der Farbton ist. Ihr müsst immer darauf achten, dass ihr wirklich keinen Ansatz habt. Immer von außen nach innen komplett durchstreichen und ganz zum Schluss in eine Richtung. Beginnen wirklich von außen und wenn ihr auf eurer Seite seid, leicht hoch, so habt ihr keinerlei Ansätze. Das lassen wir jetzt leicht antrocknen, bevor es weitergeht. Nachdem unser Pink getrocknet ist, geht es weiter. Ich habe ein paar Buchstaben vorbereitet. Ich würde sagen, wir arbeiten mit dem Wort Pink. Ich zeichne jetzt ganz grob mit Bleistift vor. Und angedacht ist es von mir, dass nur das Wort Pink pink ist und die Farbe außenrum wird schwarz vorschlagen. Die Farbe lässt sich wirklich sehr toll verarbeiten. Was auch schön ist, sie riecht eigentlich nicht so extrem wie manche andere Farben. Und ich arbeite mich erst immer sauber an der Kante entlang. Aber wenn ihr genug auf dem Pinsel habt, dann bekommt ihr einen sauberen Strich ohne einen Ansatz. Und wichtig, zieht immer durch bis zum Rand. Und die Außenkante machen wir natürlich auch in Schwarz. Also die Farbe lässt sich wirklich toll verarbeiten. Ihr werdet begeistert sein. Und mit dem Breitpinsel seht ihr, es ist sehr einfach. Ihr braucht es nicht abkleben. Ich habe es wirklich frei Hand reingezogen. Und auch am Rand einmal, wenn alles bedeckt ist mit Farbe, einmal komplett durchziehen, damit ihr keine Ansätze mehr habt. Und wenn es mal nicht ganz gerade ist, das ist überhaupt nicht schlimm, weil wir machen es ja etwas abstrakter gleich noch. Hier habe ich jetzt nicht ganz zum Rand ausgemalt, da habe ich das N ausgespart, damit das Gag quasi noch weitergeht. Ihr könnt das Ganze natürlich auch abkleben, mit Kreppband geht auch. Aber ich finde es einfach schön, wenn man die Handschrift auch noch sieht. Dadurch wirkt es einfach viel lebendiger. So, wir haben jetzt im Bild nur noch das Pink drin stehen, so wie wir es wollten. Aber wir werden es noch etwas veredeln. Da kommt wieder unsere Zahnbürste zum Einsatz. Und ich gehe jetzt einfach über das Pink ganz vorsichtig drüber. Jetzt nehmen wir Pink auf und setzen noch ein paar Akzente auf der schwarzen Fläche. Weil wenn ihr leicht die Unebenheiten drin hattet oder Ungenauigkeiten, das ist überhaupt nicht schlimm, weil durch diesen Style wird das Ganze etwas abstrakter. Vergesst auch hier bei euren Farbspritzern den Rand nicht. Es sieht viel professioneller aus, wenn ihr diesen Rand mitgestaltet. Ist doch toll, das kann jeder. Ihr habt gesehen, wie einfach das zu gestalten war. Jetzt stellt es euch als Serie vor. Ihr macht das nicht nur in Pink, ihr macht es grün, gelb, blau, alle nebeneinander und ihr könnt eine ganze Serie draus machen.